Meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ich mit meinen doch eher langen Haaren ein Pull-Through-Braid mache. Die Technik funktioniert genauso natürlich auch mit kürzerem Haar. Für den Zopf braucht man jede Menge Haargummis. Meistens werden diese Silikondinger hier verwendet. Die mag ich aber nicht so gerne, die sind etwas friemelig beim Rein- und Rausmachen. Darum habe ich mir hier diese kleineren Stoffhaargummis besorgt. Gibt's in jedem Drogeriemarkt normalerweise. Nicht nur, dass ich diese Silikondinger nicht so gerne mag, die meisten sind auch zu klein, um meine Haare bei diesem Zopf zu fassen. Ich zeige euch dann am Schluss, wie viele von den Gummis hier ich gebraucht habe. Dann fangen wir an mit den Vorbereitungen. Ich mache den Zopf hier französisch, ihr könnt ihn natürlich auch einfach ab dem Nacken anfangen. Dann steigt einfach bei der Technik da ein, wenn ich mit dem französischen Teil fertig bin. Wir machen jetzt erst lauter kleine Zöpfe am ganzen Kopf. Dafür teile ich zuerst am Oberkopf ein paar Haare ab und binde es mit einem Haargummi zusammen. Den lege ich dann nach vorne aus dem Weg und mache direkt darunter nochmal so eine Abteilung. Könnt ihr schon raten, wie es weitergeht? Genau, den wieder nach vorne aus dem Weg legen und darunter noch eine Abteilung machen. Teilt es ungefähr so ein, dass ihr am Ende zwischen 5 und 7 solcher Zöpfe habt. Wichtig ist, dass die ersten 2 gleich dick sind und alle weiteren danach auch wieder gleich dick. Ich mache es also zum Beispiel so, dass ich die ersten 2 ein bisschen dicker mache, dass der Zopf nicht zu klein und dünn anfängt, und dann die weiteren dünner, damit die Zunahmen nicht so stark sind. Natürlich könnte man auch einfach, wie bei einem französischen Zopf, in jeder Runde neu abteilen und hinzunehmen. Ich finde es aber gerade bei meinen sehr langen Haaren so einfacher, wenn vorher alles vorbereitet und fertig ist. Achtet vor allem beim letzten darauf, ihn schön hoch, nahe bei der vorherigen Abteilung anzusetzen, dann sieht es im Nacken später schöner aus. So, und nach ungefähr 5 Minuten habe ich dann all diese Zöpfe auf dem Kopf. Die oberste Partie vielleicht nochmal ein bisschen zurechtrücken oder neu machen sogar. Dann können wir loslegen mit dem eigentlichen Zopf. Das Prinzip ist wirklich einfach und immer wieder dasselbe. Ich mache zuerst aus dem obersten Zopf 2 gleich dicke Hälften und führe sie um den darunterliegenden herum. Und damit mir der jetzt nicht im Weg umgeht, lege ich den unteren Zopf zwischen den beiden Hälften nach oben über die Stirn nach vorne. Dann füge ich meine 2 Strähnen wieder zusammen, addiere noch den nächsten Zopf, den ich am Hinterkopf gemacht habe, und binde diese 3 Teile mit einem Haargummi wieder zusammen. Klar soweit? Wichtig ist, dass ihr nicht vergesst, den neuen Zopf hinzuzunehmen, sonst wird's nicht französisch. Und wenn ihr die Haare so durch das Gummi zieht, achtet darauf, dass sich keine Haare von irgendwelchen anderen Zöpfen mit reinmischen. Gerade bei den Silikongummis passiert mir das total leicht und darum mag ich sie nicht. Dann hole ich die Strähne von vorne wieder nach hinten und wiederhole mit ihr das gleiche. 2 Hälften machen, um den unteren Zopf außen herum führen, den dann wieder nach vorne aus dem Weg legen und unten wieder zusammenführen. Manchmal kann mein Extra an Länge ja schon etwas unpraktisch sein. Hier ist es allerdings total hilfreich, denn wenn ich die Strähnen nach vorne über die Schulter lege oder so, bleiben sie auch da. Also die 2 Hälften zusammennehmen, den darunterliegenden Zopf addieren und wieder mit einem Haargummi fixieren. Das Muster bleibt das gleiche, bis alle kleinen Zöpfe hinzugenommen worden sind. Ich gehe aber nicht gleich bis ganz runter, denn zwischendrin ziehe ich den Zopf etwas breiter. Das ist nämlich das Tolle bei diesen Pull-Through-Zöpfen. Die kann man fast beliebig auseinanderziehen und breiter aussehen lassen. Da kann man wirklich wahnsinnig Volumen hinschummeln. Das funktioniert aber wesentlich besser, wenn man es eben nicht erst ganz am Ende macht, sondern so alle 3 oder 4 Runden. Wenn ich nun also 3 von diesen Bubbeln da erzeugt habe, nehme ich mir einen Spiegel und fange an, den Zopf auseinanderzuziehen, indem ich immer an den äußeren Seiten dieser Hubbel ziehe. Ihr braucht auch nicht unbedingt in den Spiegel zu schauen, aber ich überprüfe damit immer gerne, ob ich es gleichmäßig auf beiden Seiten gleich dick gemacht habe und dass auch jede Stufe ähnlich breit ist. Und ihr könnt sehen, mein Zopf ist ja auch so schon eher dick, aber wupp, schon ist er doppelt so breit. Bei mir werden für gewöhnlich solche gepancakten Zöpfe immer eher etwas lockerer, was ich nicht so mag. Aber das ist das Tolle bei dem Zopf hier, durch die Haargummis in jeder Zwischenstufe hält er trotzdem bombastisch. Jetzt wiederhole ich wieder das Muster von vorher. Die obere Strähne halbieren, außen herumführen, die 2 Hälften wieder zusammenführen, den unteren Zopf addieren, mit Haargummi zusammenbinden. So lange, bis alle der kleinen Zöpfe hinzugefügt wurden. Dann vereinfacht sich das Muster ein kleines bisschen. Wer nicht französisch flechten will, steigt jetzt ein, macht einen Haargummi in den Nacken, also einen Pferdeschwanz, 2 Hälften und die obere Hälfte wieder in 2 Hälften teilen und einmal um die andere Hälfte herumführen. Genau das mache ich ja jetzt auch. Ich habe 2 Zöpfe, ich halbiere immer den oberen,
führe ihn um den anderen herum und unten wieder zusammen. Wie ihr seht, lege ich immer die Strähne, die ich gerade nicht brauche, irgendwie über die Schulter oder so aus dem Weg, dass sie nicht vermischt werden können. Dabei müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass sich der Zopf dann nicht in sich verdreht oder so. So, 2 neue Knubbel gemacht und wieder ein bisschen auseinanderziehen. Kann gut sein, dass sich beim Weiterflechten die oberen Windungen wieder ein bisschen zusammengezogen haben. Darum ziehe ich an denen meistens auch nochmal eine Runde. Das ist natürlich optional, ihr müsst den Zopf nicht breiter ziehen, wenn ihr das nicht möchtet. Das geht nur bei denen ebenso schön. Das Ganze geht jetzt nochmal 2 oder 3 Runden so weiter, inklusive Auseinanderzupfen. Bis ich eben mit den Händen nicht mehr weiter runterkomme, dann nehme ich den Zopf nach vorne über die Schulter. Für das Video habe ich ziemlich lang gebraucht für den Zopf. Aber wenn man ein bisschen Übung hat oder den französischen Teil einfach weglässt, geht das Ganze viel schneller und man kann es ruhig auch mal morgens vor der Arbeit machen. So, dann zeige ich euch, wie ich auf der anderen Seite weitermache, weil man sieht ja quasi auch die andere Seite des Zopfes. Das macht das Ganze, finde ich, ein bisschen einfacher. Jetzt teile ich den unteren Zopf in 2 Hälften und lege ihn nach vorne um die andere Strähne herum. Wie ihr seht, kann man hier wieder praktisch eine Strähne über der Schulter parken. Und wenn man die 2 Hälften mal wieder zusammengefügt hat, kann man sie einfach vorne zusammenbinden und die andere Hälfte hängt so lange hinten runter. Eigentlich macht man so ein Pull-Through-Braid ja, indem man die eine Hälfte zusammenbindet und die andere Strähne dann mit den Fingern oder einem Topsy-Tail dahin durchzieht. Das macht bei meiner Länge aber ein totales Chaos. Darum mache ich das lieber so. Außerdem kann man so hinterher den Haargummi noch mal ein bisschen hochschieben und die Abstände zwischen den einzelnen Gummis möglichst klein halten. Und wie schon am Hinterkopf, alle paar Runden den Zopf breiter ziehen, wenn ihr es macht. Die Haargummis bleiben immer ein bisschen sichtbar bei diesem Zopf, sie verschwinden nicht ganz. Darum sind natürlich durchsichtige Gummis praktisch, aber es tun auch welche, die eurer Haarfarbe sehr ähnlich sind, sie fallen dann nicht so arg auf. Ich finde ja die Unterseite fast schöner, das hat lauter so kleine Herzchen von der Form her. Aber so sind die Haargummis noch deutlich sichtbarer als auf der Rückseite. Das Muster wiederholt ihr jetzt beliebig lange, im Zweifelsfall bis zum Ende eurer Haare. Die hintere Strähne halbieren, um die vordere herumlegen, vorne wieder zusammennehmen und zusammenbinden. In natürlicher Weise wird jeder Zopf nach unten dünner. Durch dieses Auseinanderziehen kann man das ein bisschen ausgleichen, ein bisschen hinmogeln, wenn man es oben eben nicht so stark macht und dafür gegen Ende des Zopfes etwas mehr. Dann bleibt er fast gleich dick von oben bis unten. Am Ende bindet ihr dann noch mit einem letzten Haargummi beide Strähnen wieder zusammen, damit es eine schöne Quaste gibt. Einen tollen Effekt haben aber auch Locken in der Quaste, dann braucht ihr das letzte Haargummi nicht unbedingt. So, noch ein letztes Mal zurechtzupfen und ziehen und so sieht dann der fertige Zopf aus. Der zeichnet sich, wie bereits erwähnt, durch eine tolle Haltbarkeit aus, also der macht echt viel mit. Und der war doch eigentlich auch nicht wirklich schwierig, oder? Man muss ja nicht mal richtig flechten können. Und so viel Haargummis sind jetzt noch übrig. Schon eine ganze Menge in meinen Haaren, oder? Hier nochmal der ganze Zopf, der noch eine tolle Eigenschaft hat. Und zwar zeigt er wahnsinnig viel Länge. Ein normaler Flechtzopf verkürzt stärker, da sitzt der Haargummi bei mir ungefähr am Steißbein. Der Zopf hier reicht locker über den ganzen Hintern. Was ich in letzter Zeit auch total gerne mag, einfach weil Sommer ist, ein paar Blumen im Zopf, entweder echte oder aus Papier oder Stoff. Und weil ich weiß, dass sich viele von euch Sorgen machen, ob sie die ganzen Haargummis hinterher problemlos wieder rauskriegen, habe ich für euch den Tragetest gemacht, habe ihn hochgesteckt, war damit beim Baden, dann sieht er am Ende so aus und habe dann spät abends die Haargummis einfach wieder rausgezogen. Ihr habt den Videobeweis, obwohl er schon echt mitgenommen aussieht, kann ich die Haargummis ganz einfach nach unten rausziehen. Eventuell, wenn ihr Angst habt oder wenn ihr euch Sorgen macht, zwischendurch ein bisschen durchkämmen. Wenn eure Haarstruktur nicht ganz so glatt ist wie meine, könnte es natürlich etwas schwieriger sein, dann auch bitte entsprechend vorsichtig sein. Wenn ihr alle Haargummis raus habt, noch einmal durchkämmen und fertig. Ich habe die Anleitung gemacht, weil ich aktuell ganz verliebt bin in diese Pull-Through-Zöpfe. Ich möchte euch auch unbedingt als nächstes den 3-Strand Pull-Through zeigen, also seid gespannt. Bis dahin ganz viel Spaß!